Es ist mir sehr wichtig, dass mir eigentlich keine Sekunde langweilig wird. Beim Proben, im Konzert und beim Üben, dass es immer irgendwie was Besonderes bleibt. Und deswegen bin ich immer bereit, dann ein bisschen mehr Stücke zu spielen, ein bisschen mehr zu üben und sowas, aber eben sozusagen ein aufregenderes Leben zu führen. Ich bin Augustin Haderlich und ich bin diese Saison der Artist in Residence mit dem WDR Sinfonieorchester. Ich war jetzt schon mehrmals mit dem WDR Sinfonieorchester zu Gast und auch mit Cristian Macellaro habe ich schon oft gespielt und hatte das Gefühl, dass wir uns musikalisch wahnsinnig gut verstehen. Und es gibt manchmal Situationen, wenn man mit einem anderen Musiker spielt, dass man das Gefühl hat, man kommuniziert irgendwie, also ohne viele Worte, einfach sehr direkt miteinander. Ich weiß, dass Cristian immer mitdenkt, mitfühlt und also weiß, was ich als nächstes mache, bevor ich es weiß. Und dieses Gefühl hatte ich auch mit dem WDR Sinfonieorchester, dass wir uns eben wahnsinnig gut verstehen, musikalisch und die Musik irgendwie gemeinsam empfinden. Die erste Zusammenarbeit mit Cristian Macellaro war sehr abenteuerlich, weil das war das Konzert von Dutilleux, ein ganz tolles Stück, aber das haben wir auf einem Sommerfestival in den USA gespielt, die auf solches Repertoire, zeitgenössisches Repertoire, überhaupt irgendwie nicht vorbereitet waren. Die waren da total überfordert und mit nur einer Probe. Und wir haben das durchgezogen und haben uns auf diese Weise so musikalisch kennengelernt und hatten also gewissermaßen eigentlich schon unsere schwerste Herausforderung schon gleich beim ersten Mal. Also wo man eigentlich dachte, können wir überhaupt dieses Konzert spielen heute Abend, weil das so schwierig war, das so in so kurzer Zeit zu proben. Und alle anderen Zusammenarbeiten seither waren irgendwie vergleichsmäßig irgendwie sehr, sehr, sehr leicht. Mit Cristian hatte ich eigentlich noch nie irgendwie Meinungsverschiedenheiten. Also wir hatten immer eigentlich ungefähr das gleiche Konzept vom Stück. Es geht da nur um Details, ob man eine Stelle mehr so oder so etwas langsamer, etwas schneller spielt oder so kleinere Details. Aber eigentlich sind wir uns immer einig, worum es in dem Stück geht, was da ausgedrückt wird und warum wir dieses Stück spielen und was die musikalische Botschaft ist. Und als Solist muss man immer dem Orchester genau zuhören und auch reagieren und nicht nur führen, sondern auch folgen. Und es geht nicht um die Egos und wer jetzt recht hatte oder wer nicht recht hatte oder sowas. Das interessiert dann niemanden in der Konzertsituation. Wenn ich mit Orchester spiele und mit Dirigenten, die sich auch immer freuen, wenn der Solist gut zuhört und wenn irgendwas ein kleines bisschen anders ist im Konzert, dann auch reagieren kann darauf und eingehen kann. Und das spüren natürlich alle Musiker im Orchester, wenn es also keine Einbahnstraße ist, sondern eine Kommunikation. Gerade auf Tournee zu gehen mit einem Orchester ist natürlich auch nochmal ein sehr intensives Erlebnis, so viele Konzerte zusammen zu spielen und dann zusammen zu reisen und zu reden, alle irgendwie mal ein bisschen näher kennenzulernen. Normalerweise, wenn ich beim Orchester zu Gast bin, bin ich ja nur 3-4 Tage da und da ist eigentlich gar nicht so viel Zeit irgendwie, um die Musiker kennenzulernen. Und das führt, glaube ich, dann zu einer noch intensiveren und noch näheren irgendwie Form des Zusammenspielens. Und ich glaube, das Publikum spürt das auch und lernt mich dann eben von unterschiedlichen Seiten kennen. Jedes Stück braucht ja auch irgendwie ein bisschen einen anderen Stil, einen anderen Ton. Ich spiele natürlich Beethoven anders als Dvorak und auch Sibelius ist klanglich etwas anders als Dvorak. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf diese Residency. Das wird sehr schön.